Ja, nun sind wir schon in Österreich. Durch Slowenien durften wir ja nur Transit machen und deshalb sind wir hier über den Leubelpass nach Österreich gekommen. Ist ja nicht so schlimm, weil Österreich hat uns bis jetzt immer gut gefallen. Die Leute sind total nett und die Natur natürlich auch wunderschön. Und weil wir eben Transit machen mussten, sind wir lange Auto gefahren und wir wollten dann hinter der Grenze nicht so mehr so weit fahren und sind hier zum Meerauge gefahren. Das ist so mitten in den Bergen eine Quelle, die sagenumwogen ist. Das heißt nämlich Meerauge, weil es angeblich bis ins Meer münden soll und die Sage sagt, dass ein Ochsengespann darin untergegangen ist und dann auf der anderen Seite der Karawanken wieder aufgetaucht ist. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Wir sind hier am Millstätter See oder so ein bisschen am Rand und ja, haben hier uns wieder was zum Klettern rausgesucht. Ja, und gestern waren wir auch schon auf der anderen Seite des Sees und hatten da einen ganz tollen Kletterspot direkt so am Wasser mit so Pontons, auf denen man dann stand. Das war wirklich super. Ja, ist echt cool. Also hier ist viel so zum Wandern und Klettern. Schöne Gegend. Also ein bisschen voll halt auch, weil ja auch schon Sommerzeit jetzt ist natürlich. Aber man findet immer noch eine ruhige Ecke. Also das ist gar kein Problem. Also hier gibt es ja so viele Spots in Österreich. Also das ist echt schön. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen durch die Gegend tingeln. So wirklich ein Ziel haben wir eigentlich nicht, weil wir sind ja früher hier als gedacht. Und denken mal gucken. Wir wissen noch nicht. Also Richtung Großglockner wollen wir wohl noch mal und uns da noch ein paar Sachen angucken. Aber heute erstmal noch mal wieder ein bisschen klettern und dann ganz gemächlich weiter. Wir sind hier an der Köhlbreinsperre und das ist hier im Maltertal. Der Staudamm hier hinter uns ist der höchste Österreichs und gehört halt zu dem ganzen Kraftwerksverbund. Ist ziemlich beeindruckend. Also jetzt ist der Stausee, weil es ist ja so Sommermonate, ist ziemlich weit runtergefahren. Aber der Wasserspiegel kann halt schwanken um ungefähr 150 Meter. Also wenn er ganz voll ist, der See, man sieht ja diesen Rand da oben, dann ist die Wasseroberfläche auf 1900 Meter. Und wenn er irgendwie ganz leer ist, dann ist die Wasseroberfläche auf 1750 Meter. Ist schon ein ganz schönes Energiepotenzial, was dahinter steht. Und wir wollen jetzt mal uns den Staudamm ein bisschen angucken. Da gibt es auch so eine Aussichtsplattform, wo man raufgehen kann. Und vielleicht kriegen wir auch noch eine Führung, weil man kann hier Führung machen, aber ich weiß nicht, wie es momentan aussieht. Wollen wir uns mal schlau machen. Vor 40 Jahren sind 36 Jahre. Eigentlich wollten wir von hier oben eine Tour in das Klein-Elendtal starten und von dort auf das mittlere Schwarzhorn. Die Tour auf den Gipfel ist als hochalpine Bergtour mit Kletterstellen ausgewiesen. Leider sieht die Wettervorhersage nicht so gut aus, deshalb entscheiden wir uns für eine etwas entspanntere Wandertour zur Osnabrücker Hütte. Diese lässt sich auch bei Regen machen.
Wir waren eigentlich auf dem Weg zum Großglockner, also zur Passstraße, und wollten eine Pause machen, sind also einfach an den Straßenrand gefahren, in so einen kleinen Weg runter. Und dann kam T3 an uns vorbei, ein richtig schöner auch noch. Und natürlich kommt man dann ins Gespräch und dabei ist rausgekommen, dass er hier 100 Meter weiter einen Garten hat. Und so haben wir unseren Schlafplatz für heute Nacht gefunden. Wir sind heute die Großglockner Hochalpenstraße raufgefahren. Ein recht kostspieliges Unterfangen, haben wir festgestellt. Wir haben für die Mautgebühr jetzt fast 50 € bezahlt. Aber die Aussicht ist natürlich toll. Wir haben echt Glück, dass der Großglockner gerade nicht in Wolken ist. Man kann halt die Aussicht genießen auf den Berg. Und wenn man genau hinguckt, sieht man sogar, dass da gerade eine geführte Tour stattfindet. Also man sieht so eine Reihe von Bergsteigern, die da raufgehen. Wir hatten auch mit den Gedanken gespielt, ob man da nicht eine Tour machen könnte. Und man darf aber halt nur geführte Touren, also muss mit Bergsteiger rauf. Und es ist wohl auch immer sehr gut besucht, man muss sich rechtzeitig anmelden, um da eine Tour zu bekommen. Und die sind ziemlich teuer, die Touren. Deswegen hatten wir uns jetzt doch dagegen entschieden, das zu machen. Und hier gibt es ja noch eine ganze Menge schöne 3000er, die man dann auch noch besteigen kann. Und ansonsten genießen wir halt einfach von hier die Aussicht. Österreich gefällt uns ja richtig gut, also die Natur und so, das ist wirklich wunderschön. Aber für unsere Art zu reisen ist das ein bisschen anstrengend. Also wir wollten gerade zu einem Kletterspot fahren hier in den Bergen und standen vor einer Mautstation. Und weil wir leider über 2,30 Meter hoch sind, hätten wir 60 € für 10 Kilometer bezahlen müssen und das haben wir dann doch nicht gemacht. Jetzt sind wir dann weitergefahren zu Wilhelmswand, das sind nur ein paar Kilometer weiter. Und hier vorne auf dem Parkplatz, da stehen dann wieder so Schilder. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich dürfen wir da noch nicht mal parken. Ob wir jetzt durchfahren dürften, wissen wir auch nicht ganz genau. Dieser Schilderwald ist etwas verwirrend. Aber aus Deutschland kennen wir das ja schon. Gut, dass wir vorher gucken waren. Also es ist eine schöne Wand, aber dadurch, dass es letzte Nacht die ganze Nacht geregnet hat, ist noch alles total nass. Wir sind hier in Fuschel am See und hier treffen wir uns mit ein paar Freunden, die wir in Griechenland kennengelernt haben. Und Christopher geht mit Leander heute eine Meerseillänge den Berg hoch. Ich habe dann ja gestern mit Leander die Klettertour gemacht. Die haben übrigens auch einen ziemlich coolen Reiseblog. Die haben wir in Griechenland kennengelernt, waren auch schon gemeinsam klettern, machen auch ganz tolle Bilder. Unter Akela World kann man die finden. Und wir wollten dann ja gestern diese Tour machen auf den Frauenkopf. Das sind so mehrere Seillängen. Und wir wussten schon, dass das Wetter umschlagen kann. Aber das ist bei der Tour eigentlich ganz entspannt, weil man geht halt auf so einem Grat lang und kann sich halt jederzeit abseilen, also kommt jederzeit wieder raus aus der Tour, wenn es wirklich, wenn es anfängt zu regnen oder ein Unwetter kommt. Und deswegen haben wir gesagt, ja, machen wir es trotzdem, probieren wir es. Und wir mussten aber irgendwie bei der zweiten Seillänge nachher, mussten wir halt abbrechen und mussten uns dann halt abseilen. Und dann waren wir halt unten, wollten eigentlich wieder zurückgehen, aber dann sind die Wolken wieder weggezogen, man hatte wieder ein bisschen Sicht und dann haben wir uns überlegt, naja, dann gehen wir trotzdem noch hoch auf den Frauenkopf, genau, und vom Frauenkopf kann man dann weiter auf den Schober. Und haben so ein bisschen die Aussicht genossen und ja, sind danach halt wieder abgestiegen und war echt eine schöne Wanderung. Bisschen schade, dass es mit den Klettern nicht geklappt hat. Wir hatten eigentlich gehofft, das heute nochmal zu versuchen, aber es hat halt die ganze Nacht geregnet und ja, selbst der Fluss
hier, oder der Bach, der hier gerade ist, der war gestern noch nicht da. Der ist jetzt erst über Nacht entstanden, weil halt so ein Unwetter, es hat geblitzt und kam Starkregen. Und ja, die ganzen Wände, hier sind auch so ein paar Wände, das ist alles noch nass. Ja, deswegen wird das heute wohl nichts werden. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sind jetzt zurück an unserer Homebase bei Big 20 am Hallstätter See. Und eigentlich wollten wir heute unser Auto ein bisschen fit machen für die deutsche Hauptuntersuchung. Aber das Wetter ist jetzt wieder so gut und die beiden haben uns auf eine Bootstour eingeladen. Also geht es jetzt für uns auf den Hallstätter See. Wir haben hier die Zeit am Hallstätter See richtig genossen, war richtig cool. Ich war mal wieder Windsurfen, Andrea hat sich auch mal dran versucht, so das erste Mal, aber hat sich gut angestellt. Und ja, der Wind ist nicht ganz optimal hier so, aber hat richtig Spaß gemacht, das mal wieder zu machen. Und einmal musste ich sogar vom Boot abgeholt werden, weil der Wind plötzlich aufhörte. Ja, ein bisschen fleißig waren wir aber auch noch, weil wir mussten ja halt noch ein paar Sachen machen am Auto für die deutsche Hauptuntersuchung, hatten hier tatkräftige Unterstützung. Also es waren jetzt keine großen Sachen, ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die Scheinwerfer vorne, da sind 2 Gläser kaputt gewesen. Da haben wir jetzt erstmal so Blindkappen reingemacht, damit da halt nichts reflektiert und das sollte eigentlich für die deutsche Hauptuntersuchung in Ordnung sein. So ein paar andere Lampen, ein paar Kleinigkeiten halt, was so angefallen ist, das haben wir alles noch repariert. Und jetzt sollte er eigentlich fit sein für die Hauptuntersuchung. Aber bevor wir Österreich verlassen, gehen wir nochmal gemeinsam mit Aquila World den Drachenwand-Klettersteig. Der Klettersteig liegt etwa im mittleren Schwierigkeitsgrad und bietet eine wunderschöne Aussicht auf den Mondsee. Wir sind dann in Freilassing auch gleich zur ersten TÜV-Prüfstation gefahren und haben da die Hauptuntersuchung machen lassen. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil der ganz genau war und alles geprüft hat. Ein paar Kleinigkeiten hat er gefunden, aber das meiste wussten wir halt schon. Ein bisschen ärgerlich war es, dass er mit aufgenommen hat, dass die MAN-Freigabe für unsere Reifen halt nicht anerkannt wird und er möchte das eingetragen haben. Und unsere Arbeitsscheinwerfer sind nicht so zulässig. Ja, aber neuer Prüfer, neues Glück. Ja, Andrea hat ja gestern schon erzählt, dass wir durch die Hauptuntersuchung gefallen sind, was an sich gar nicht tragisch ist. Also wir haben damit ja schon so ein bisschen gerechnet, weil ein paar Sachen waren, die wir auch wussten. Es war halt jetzt nur wichtig, dass wir halt gleich die erste Prüfstation anfahren, weil wir ja seit 1,5 Jahren keine gültige Hauptuntersuchung mehr hatten. Und wir haben jetzt halt einen Zettel bekommen, wo jetzt halt die Mängel draufstehen. Wir haben jetzt 1 Monat lang Zeit, die Mängel zu beheben, dürfen so lange auch umherfahren wieder. Und ist jetzt auch nichts Tragisches. Ich war gestern halt nur ein bisschen sauer, weil mich halt echt geärgert hat, wie der Prüfer halt gearbeitet hat. Also hätten wir, glaube ich, nicht im Voraus schon bezahlt, die Prüfung, bevor er angefangen hat, hätte ich, glaube ich, gleich abgebrochen. Ging er halt mit dem Bremsenprüfstand schon los, als er da raufgefahren ist. Ist ihm das Ding fast 2-mal in die Grube reingerutscht. Da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und ja, und dann ist halt ziemlich planlos ums Auto gelaufen. Hat halt auch mit uns nicht erzählt. Ich stand halt daneben. Also ist ja schon ein recht spezielles Fahrzeug und dann vielleicht mal fragen, was, warum ist. Nee, er ist halt nach Schema F ums Auto rumgelaufen. Ich glaube, bestimmt 1 Stunde hat die ganze Aktion gedauert. Und am Ende kommt er dann halt mit der Liste wieder und meint, ja, das ist halt nicht zulässig. Und ja, unter anderem unser Arbeitsscheinwerfer, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte,
weil wir haben halt einen separaten Schalter mit einer Warnleuchte, wenn die an sind, dass man halt sieht, okay, Achtung, Arbeitsscheinwerfer sind an, dass man die ausmachen kann, ist an sich zulässig. Wir haben das damals mit dem Prüfer abgesprochen. Er wollte sich aber auf keine Diskussion einlassen. Er meinte, nein, 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 die müssen ab. Hat keine Grundlage genannt, warum das so ist. Und ja, es ging halt mit den Reifen weiter. Also wir haben halt, wir haben eine Konformitätserklärung vom Hersteller, dass die Reifen zulässig sind. Und das hat ihn auch gar nicht interessiert. Nein, die müssen da drin stehen. Und ich habe auch extra nochmal nachgelesen, das stimmt halt auch nicht. Also man kann diese Erklärung haben, man kann es eintragen lassen in die Fahrzeugscheine, muss es aber nicht. Ich weiß ja selber, dass es da eine ganze Menge Richtlinien und Vorschriften gibt, die sich auch dauernd ändern. Ich habe auch mal ein paar Jahre als Prüfingenieur gearbeitet. Aber was mich halt wirklich geärgert hat, war halt diese Sturheit, dass er einfach, also auch keine Argumentation gebracht hat, sondern nur darauf bestanden hat, nein, 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 das muss da stehen. Das hat er halt mehrfach gesagt und es kam halt gar keine Diskussion zustande. Und jetzt irgendwann Andrea dazwischen und meinte, nein, komm, das bringt doch nichts, wir fahren eh zum anderen Prüfer. Und er hat sehr recht und dann sind wir halt gefahren. Und heute ist, also Ärger ist auch schon wieder verflogen, ist ja alles gut, wir können fahren und wir können froh sein, dass es nur Kleinigkeiten sind.